We übergehen naar de klas. Ons Thema ist noch Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit mit verschiedenen Gemeinden. Ons Hauptthema wir für diese 3 Deel, was ist versteckter Hochmut in der Gemeinde. So wir haben gut geleerd en gehört, und wir wollen Hein Friesen von der Abend das Thema laten geben. Aber ich will gleich erst mit Ihnen zu beten. Wir haben uns Hauptneigen zum Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir für das schöne Abend. Ich danke dir für jeden, der zurückgekommen ist. Und ich habe hier zu hören, was du durch Bruder Hein Friesen reden wirst. Ich bete für Hein, halb ihm, gib ihm Kraft, gib ihm Mut in Rede haben. Herr Jesus, wie wollen hier von der Abend, war taub sein, en die Namen verherrlichen, durch das, was wir hier angestellt haben. Ich bete, dass du wirst sehen. In Jesu Namen. Amen. Van der we een klein beetje kijken wat als gemeente. En we willen nog een klein beetje kijken wat als de hindernis in de gemeente, dat we niet gaan taub schaffen en so wieder. Mir ist das sehr wichtig, weil die Arbeit, die wir tun, ist, wir schaffen vielmals mit verschiedenen Gemeinden, so wie im Hilfscenter. Wir sind manchmal, wenn wir durch alle sind, das ist eine Gruppe, die kommt nach halb. Wir sind noch einmal 5 Paar, 6 Paar, auch bei 7 Paar, wenn man sagen, von 7 verschiedenen Gemeinden selber durch. Wenn wir den Unrecht geben, dann ein Ding, wo wir an. Das ist ein Down von einer Gemeinde, der Mensch ist. Problem ist ein Problem. Wenn wir ein frei waren, was wir vergeben. Wenn wir frei waren, was wir eine Reinigung haben, Buße tun. Ich meine, dort, wo wir an, das ist bei jedem ein überein. So, mir ist das sehr wichtig. Wir sind alles Menschen, wir sind bei verschiedenen Gemeinden, aber wir wollen von der Limiten entdecken, dann an Limiten, wo das der Hindernis von wenn es Dinge top down und so wieder. Oder wo das haben wir nicht. Und das ist ein Gott, one God, ich kann nicht alles beides in Englisch, aber ein Gott ans Führer für uns alle, ein Gott und Vater unser aller. Und ab Epheser Kapitel 4, Vers 6, du sagst, es steht, dass du als ein Gott, und als Kind Gottes kann ich dadurch verstehen, dass du ein Gott ist, für uns alle. Das heißt, es steht, dort gibt nur einen Gott und einen Führer für uns alle, der steht über alle und schafft euch alle und lebt euch alle. So, dann weit wir dort, du hast nicht einen Gott und der steht über alle. So, von der aus Kinder Gottes, kann wir Jesus von der klar haben, und wir können sagen, der selbe Gott, der hat mir geraten, der selbe Gott, der ist in mir, und vielleicht ein Wort von der lokalen Gemeinde Jesus an, aber das ist mein Herr. Das nächste ist, wir haben alle denselben Heiligen Geist. 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 13 und 14, sagt es so steht, wir sind alle durch einen Jesus in einen Körper gedeupt, auf Juden oder Griechen, auf Sklaven oder Freie, und wir haben alle denselben Jesus zu trinken gekriegt. Ein Körper ist nicht mit einem Glied gemerkt, aber mit vielen. So hier sehen wir dort denselben heiligen Jesus haben, und als Kinder Gottes mit verschiedenen Gaben, 12 Vers 6 bis 11, sagt es so, du sind verschiedene Sorten von Kraft, aber du hast ein Gott, der alles im Allen wirkt. Dort wird Jesus in jedem Werk, als du zugegeben, dort allem zu nutzen in deinen Sohn. Einem wollen dort durch den Jesus gegeben, in Weisheit zu reden, einen anderen wird dort durch denselben Jesus gegeben, Erkenntnis für den Tag zu bringen, einen anderen als der Glauben gegeben, durch denselben Jesus, einen anderen als der Gabe gegeben, zu heilen durch denselben Jesus. Einem anderen als die Kraft gegeben, Wunder zu tun, einen anderen als gegeben, prophetisch zu reden, einen anderen Jesus zu unterscheiden, einen anderen mit verschiedenen Sprachen zu reden und einen anderen die Sprachen auszuleihen. Aber all das wirkt in derselbe Jesus und dort in jedem Duno aus heute Welt. Können wir uns feststellen, wir haben einen Gott,
Und wir haben das ein Gott, und derselbe Geist, der wirkt verschieden in den Menschen. Der gibt uns verschiedene Gaben. Diese Geist ist gut. Und wir sind vielleicht in verschiedenen Kirchen. Und einer wird dort an, dort auf einmal in eine andere Gemeinde, du hast einer, der ist besonders begabt in ein oder in das andere. Der hat ganz andere Gaben als ich. Der wird vielleicht uns in unserer Gemeinde vielleicht nicht so leicht zu finden ist. So du wirst es sehr wichtig, zu respektieren, auch zu respektieren, wenn du auch sagst, wer ist von einer anderen Gemeinde, dort wo klar haben, das Mensch, wenn er von mir geboren ist, dort er hat denselben Geist, was ich habe, und womöglich hat der Charakter gut, was uns fehlt. Womöglich hat der Charakter gut. Nou, ik las een boek, en het was een interessant boek, en dat moet mij zijn. Das Prediger sagt, dass in der Gemeinde die Glieder worden zijn, hij sagt, hij ist nicht fähig, diese Glieder alle zu fördern und zu geben, was er fehlen hat, in die Gaben, was sie haben, weil er hat bloß so und so viel Gaben. Er kann nicht jedem einer, was du bist, dort geben, was er hat. So, er sagt, er schreibt es dort, wenn du jemand ist in der Gemeinde, der hat eine Gabe, und ich habe das nicht zu dem Menschen zu schauen mit der Gabe, und das Bruder, oder sagst du, der war nur der Nobelkirche, wo du vielleicht kriegst die Gabe ist, wo er können gehalten werden, er sagt dann, geh weg dir den See mit, dass du kannst, du so sein, wo du wissen kannst. Und so, das hat mal gesehen, auch selbst erfahren, und das ist, was passieren wird. Das hat die weiten dann, das ist, was passieren wird. Und so, wenn du ein Fremder reden hast in der Kirche, dann immer erste Menschen, die hängen an denen, die würden gleich zu denen in die Kirche fahren. Aber womöglich hat der Redner in die Kirche geredet, und der hat Kraft die Gabe gehabt, und das hier ist wie eine Bank, die sitzt, dass das Mensch hat die Gabe, was mir fehlt. Das Mensch, der kann mich verstehen, wieder ein Connecting. Und wo ist das Mensch tut? Und wenn ich ist der ein Lehrer, und du willst ich haben. Ich war auch mal bei Scheinfeld. Ich bin voll von Mission. Und das ist nicht, dass in Scheinfeld nicht war Mission gepredigt. Aber ich wollte mal einen Prediger haben, und der hat eine Thema besondere Mission. Und ich dachte, ich in das Prediger, wie so in Einklang, wie stimmt denn so krank. Ich meine, das Prediger, der hat dort gepredigt, wo ich noch ut war. Und wenn er plötzlich wieder so wieder aufgewachsen, ich würde ihm seine Hängerei fahren in der Kirche. Wenn es Wort will, er redet meine Sprache. Ich kann ihn verstehen. Ich dachte, er würde mich fördern können, kriegst du, wo mir das fehlen wird. Und so jetzt viele Menschen dort. Von da an kann ich das verstehen, okay, warum jetzt deine Kirche? Na, vielleicht ist es, willst du die Gabe haben, was hier nicht kann ernährt werden, vielleicht ja dort besser. So, da müssen wir auch an denken. Da müssen wir an denken, dass dort passieren kann. Dort in unserer Tüskirche, wir wollen vielleicht nicht alle Gaben geben, was fehlen wird. Dann würden wir viele verschiedene Prediger haben. Ich weiß die Gabe, ich bin nicht einer, die Gabe zum Predigen würde aus ein Lehrer sein. Weißt du was? No. Die Gabe zum Predigen würde aus ein Diakon sein. No, da würde jemand das antworten. Ich kann Friesen, wenn die mich hier in Down, mit der Unterrichtung, wenn $, wenn die interessieren, die Arbeit, was ich tue, ich meine, ich glaube, vielleicht wo dann du erinnert worden, wenn dort das $, der Richtung, wo ich gehen darf. Deswegen ist es wichtig zu kicken. Gebe dort in unsere Kirchen, was wir können. Wir wissen, dort sind verschiedene Gaben, hat Gott den Menschen gegeben. So, Kirche, was meint dann Kirche? Kirche ist eine Gruppe Menschen, die durch die Gnade gerettet werden, mit seinem eigenen Blut gereinigt. Erste Epheser Kapitel 1, Vers 7, sagen wir dort, diese Vers ist hier, er hat der gereinigt mit seinem Blut, wo das sein, jetzt ist das. Der Jesus, der sein Blut für uns gegeben hat, sehr wie losgekauft. Das ist das. Das ist, was eine Gruppe ist. Eine Gruppe Gläubige, die losgekauft sind. Die frei gemacht sind. Das ist, was eine Gemeinde ist. Wenn die sich so top kommen dann und loben Gott und preisen Gott. Von der Finsternis im Düsteren. Das ist, was Gemeinde ist.
Das sind so was von dem Düsteren sind, in dem Licht gesagt. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 sagt das, aber die sind ein ausgewähltes Volk, den König im Priestertum zu sein, ein heiliges Volk, Gott sein eines Volk, dort die andere sein sollen, wo wundervoll er ist, dass ihn aus dem düsteren Rüttrad in seinen wunderbaren Licht gestaltet hat. Das ist, was die Gemeinde ist. Das sind Gemeinde, das sind die, die vom düsteren im Licht gesagt sind. Und eine Gruppe von Menschen, die an das Geschenk glauben und es angenommen haben. So eine Gemeinde ist eine Gruppe von Personen, die das Geschenk angenommen haben. Niemand wird verstehen können. Wir sind hier so vielleicht sagen, okay, aus Mennoniten taub. Aber würden wir dort keinen Pfoten? Wir würden sagen, das ist eine Gruppe von Menschen, die das Geschenk angenommen haben. Now, auf vielen Städten in der Welt, ich weiß ein Mann in den Städten, wo wir in großen Trouble geraten durch Drugs. Und das Mann, der hat ein Hort und er lässt sich lehren. Und er fängt in den Städten eine Kirche an, wo sie nu von 34 Rassen Menschen taub sind in eine Gemeinde. Warum? Weil dort ist eine Gruppe von Menschen, die das Geschenk haben angenommen in Epheser Kapitel 2, Vers 8. Und warum können die alle an eine Kirche sein? Weil sie sind die Gerade. Weil sie haben das angenommen. Weil sie gehen nach den Prinzipien von dem Wort Gottes. Das heißt, sie sind durch Gott seine Gnade gerade. Weil sie glauben, dort ist nicht durch ihre Worte, dort ist ein Geschenk von Gott. Wenn Gläubige zusammenkommen, die Gemeinde kommt zusammen. So wenn Gläubige taub kommen, dann die Gemeinde kommt dann taub. Die Gläubigen kommen zusammen, um anzubeten. So Gläubige kommen an, Gott anzubeten, nicht sich selbst. Anbeten unseren Herrn im Geist und in Wahrheit. Das wird das Brücken, das ist in Johannes Kapitel 4, Vers 23 sein, dort wir am Anbeten tun, im Yes und in Wahrheit. So was können wir am Anbeten im Yes und in Wahrheit, indem wir vom Neuen geboren sind. Dann sind wir in Gemeinschaft mit den Yes, mit den selben Yes, die haben sie gegeben haben, und die wahre Geburt gegeben haben. Durch den Yes können wir in der Wahrheit anbeten. Dann können wir sagen, in der Wahrheit anbeten, auch so aus wie kommen, so aus wie sind. Weil wenn wir im Yes anbeten, dann kann Gottes kommen, so aus sie sind. Die brauchen nicht hecheln, oder das, wer wir ihm sagen. Kann Gottes, die kann in Wahrheit anbeten, auch so aus sie sind, und so aus sie kommen down. 4 Vers 23. Aber die Zeit kommt und erst nu all, dass die wahrhaftige Anbeter den Führer im Yes und in der Wahrheit anbeten wollen. Und nur so eine Anbeter siegt der Führer. Weißt du, so eine besiegte Führer, so eine, was in Wahrheit sind. Nicht so eine, das sagt ich nicht, sondern was perfekt sind. Wir glauben, dass wie man anbeten, die sind perfekt. Das ist, was der Brücken der im Jessen, der Wort ist, ich komme vor Gott. Und ich komme mit der Ungläubigen taub vor Gott. Und ich bringe meine schwachen Seiten vor, meine Fehler, was ich diese Weg gemerkt habe. Ich komme vor Gott nicht vollkommen. Aber ich sage Gott, hier bin ich, du weißt krank, wo ich sein, du weißt, wer ich sein, du hast mir leisten, ich habe das angenommen. Aber ich komme die danach anbeten, so als ich sein. Aber ich denke, wie wir am Fertigen in Gebeten angehen, oder sogar beten, man, wie wir am perfekt sein. Wir wollen ein perfekt nicht utwendig Gebet beten, dass ich das Wort schön hören vor Gott. Und Gott, weißt du, was Gott von uns will, dass wir wollen kindlich sein, dass wir wollen demütig sein, und in Wahrheit anbeten, in Arm die Wahrheit sein, krank, so ist es. Das ist in Wahrheit anbeten. Ein Model, das ist ein Model von der engen Gemeinschaft, das ist in Epheser Kapitel 4, Vers 25 sein, der Mana sieht in früher Jerusalem Gott aus Christus seine Gemeinde Gott wir in sich selbst für Hand geben dort. Paulus nimmt hier ein Beispiel, er sagt so aus, Jesus sich Hand geben dort für die Gemeinde, so soll ihr Hand geben für ihn früh. So was meint das hier so dann? So eine enge Gemeinschaft, als du mit deinem Partner hast, so eine enge Gemeinschaft, sollst du mit Jesus haben und auch mit der Gemeinde, mit Kinder Gottes. Was sind unsere Prioritäten? Was ist uns Nummer 1? Was soll wir tun? Wir sollen tun, dass es in 5. Mose Kapitel 8, Vers 14. Das heißt, es steht, dann passt sei ab, dass die nicht stolz tun und dem Herrn, jenen Gott vergeten worden,
dat wir heu de jünd haf ook uit Egypten, uit de sklaverie uitgebracht. Hij leidt jünd durch de grote en vreemde wildnis, wo du de jafte Schlangen en jafte Spanen wären, in een dreige Gegend, wo schien nicht einer lag, wo da te fangen ist, mög hij, wo da uit dem harten Stein kommen, dort je zum Trinken hatten. In einer Wildnis gab hij jünd Mana te eten, sonst als jene Menschen noch nie nicht gekannt hatten. Der Herr schickt so eine schwere Tiden, jünd demütig zu merken und jünd aufzuproben, so dass jünd dort ab allein können gut können. Denk nie nicht, dass jünd mit jene eine Kraft haben recht gemerkt. Und was ist das dann? Was braucht das? Was sind die Prioritäten? Was sollen wir als Gemeinde tun? Wir sollen am Loben und Preisen dafür. Hij sagt dann, Post, sei ab, dass die nicht stolz tun und dem Herrn und Gott vergeten wollen. So, das sind die Prioritäten, dass wir nicht vergeten, was der Herr an uns getan hat. Das braucht, dass wir wollen Gott loben und preisen, dass wir ihm wollen danken. Weil wenn wir eine Sache nicht wollen vergeten, einfach ist, dass wir danken dafür. Das ist, wo wir denken, dass das eine Priorität ist, dass mir das wichtig ist, dass mir das Nummer 1 ist. Aber jetzt, was heute die Israeliten sieht, passt ab und denkt an, dass die haben uns selbst nicht recht gemerkt, das habe ich nicht mit ihrer Kraft getan, das habe ich getan. Und unsere Priorität ist, Gott zu loben, als Kinder Gottes, taub kommen und immer weiter loben und preisen, du für Wort, dass er uns gerat hat, dass er uns Christus ist. Und dass er mich erlöst hat, dazu soll wir ihm danken. Weil was wird passieren, wenn wir als Gemeinde wollen ab hier mit dankbar sein, dass wir erlöst sind? Dann wollen wir anfangen für jeden, wer uns dazu gebracht hat. Wir wollen für jeden, was passiert ist. Wir wollen die Wünsche für jeden. Und dann wollen wir anfangen, um uns zu drehen. So wir sollen immer das klar haben und demütig sein und immer weiter danken Gott für die Rettung, was passiert ist. Und danken für die Familie und Gesundheit und die Arbeit und was das brauchen der zum Leben. Und wir sollen eine dankbare Einstellung haben. Und das ist, was in der Gemeinde soll kommen. Das soll die Prioritäten sein an uns. Nummer 1, das Erste sein. Uns dankbar aussprechen. Warum kommen manche Menschen in die Kirche? Warum habe ich Kirche? Kommen wir uns dankbar aussprechen, Gott loben und preisen. Ich wünsche, wir können alle. Aber viele Menschen tun nicht. Aber ich wünsche, wir können klar haben, dass wir sind von dir, die das tun. Was ist das Ziel und das Werk von der Kirche? Das Ziel und das Werk von der Kirche ist, dass die Kirche soll biblische Lehren lernen und einen festen Grund haben. Warum? Dass wir in Epheser Kapitel 4, Vers 14 sagt, dass wir nicht sollen hängen bleiben und dass wir nicht sollen Hahn und her von der Wind getrieben werden, wodurch wir kein Problem dann kommen. Und das wird passieren, wenn wir nicht wissen tun in uns geistliches Leben, das ist, wo wir wollen ein Problem dann kommen. Dort sagt, wir als Giselle nicht länger Kinder sein, dass sich von den verletzenden Menschen ihre Lehren anschmieren lassen und so aus den Wahlen von Wind hin und her geschmissen worden, durch ihre Lehren, womit sie die Menschen verleiten. So wir kommen aus der Gemeinde, dass wir so einen Grund lehren, was ist der Grund, dass ein Kind Gottes lehrt, fast zu stehen und dort eingewerkelt sein in das Wort Gottes, wenn wir dann schwere Tiefen kommen und dass der Mensch nicht verletzt wird wegen kleine Dinge. Weil die kleinen Kinder, die lassen sich so leicht verletzen. Wenn sie haben noch keine Sicherheit, keinen Grund in der Feit und die Kirche soll taub kommen, um dort wir lernen, zu wissen und so weiter. Nummer 2 ist, wir kommen taub, um uns hingeben und einer den anderen zu ehren. Das ist sehr, sehr wichtig, was wir tun. In Römer Kapitel 12, Vers 10 würde es das sein, dass wir sollen Ruhm geben. Römer 12, 10. Dort sagt ich, als Brüder soll ihr einander vom Horten Gott sein, merk immer Ruhm für den Nächsten seine Ehe. Das ist die Ursache, warum wir sollen taub kommen als Gemeinde. Wir sollen Ruhm merken für den Nächsten in die Ehe. Wir sollen uns lernen, unseren Nächsten hoch zu schätzen. Wir sollen das True merken, wir kommen in die Kirche, wir kommen um zu loben. Aber ich merke Ruhm für die. Ich bin einer, der geben wird. Ich bin nicht einer, der einmal nehmen wird. Wir kommen nicht aus Gemeinde taub, um das mir soll benannt werden. Aber ich bin einer, der merkt Ruhm für den Nächsten.
En dan 1. Johannes 3, vers 11 wordt het zijn dat we zullen ons ondereinander liefden. En hoe hebben we dat bewezen? Wel in de gemeente, wanneer we top komen. Ik meine, we kunnen dat thuis ook doen. We kunnen dat eens ook persoonlijk hebben dat doen. Maar besonders wanneer we in de gemeente top komen doen, dan zullen we dat klar hebben, dat we liefden ons ondereinander. We zullen dat bewezen. Dat echt schaadt die veel. We zijn gedacht, als Brüder en als Schwestern zijn we hier top gekomen. Beter als wanneer we in een familie top komen zijn. We hebben ons alle gebankt. En dat jetzt so schijnen, wie bewiesen der Leib, so soll es sein, op viele steden is het niet. Maar je weet met wat ik meine, wanneer we als families top komen doen. De gemeente, wanneer we top komen doen, dat zal immer weer wat frisches zijn. Dat zal immer weer van nieuw zijn. Je komt met de Geschwister im Herrn top en we leven ons ondereinander. Dat zegt hier in 1. Johannes 3, vers 11. Ons is dort van Anfang an gesagt worden, dat we ons ondereinander goed zullen zijn. Weet je? En dat is waar we kunnen onze leven oefenen in de gemeente. Dat is een entscheidung, want dat wordt niet allemaal naar ons gevallen nog gaan. We waren nog mal bereid aan 16 zijn, we waren dingen aanstellen en zeggen, we gleichen. Dan wordt het, dat is een entscheidung. En dat hebben deze leven oefenen in de gemeente. En het nächste is Hebräer kapitel 10 vers 24, wordt het zo zijn dat we top holen en ons ondereinander aansporen en goede woorden lief te bewijzen. Dit is een goede zweig top te komen. Durch die Bibel zegt wel ons onretsen einer den anderen. Kan je niet denken, wenn wir jemand haben ongeretst te zijn, oder jemand der ein onretsen te zijn, en so wieder. Hij zegt dat retst einer den anderen aan, spoort hij aan en goede woorden lief te bewijzen. Dat meint zoveel dat we als gemeente bekomen taub en we spreken ons motto. Dat is wat de gemeente zal zijn. De gemeente zal door zijn dat we alle taub komen doen. En we spreken ons motto. We zullen een vrede hebben. Dan denk ik aan niet bloos onze gemeente, maar we zullen sogar ook van andere gemeenten zijn, wo immer we zijn. Wo een Brüder en Schwestern im Herrn zijn. We zullen de vrede hebben, wo geht die dat van jou? Wo kommst wieder? Einer der andere geht vielleicht einen Kampf durch. Vielleicht ist das leichter getan, zu unseren Gemeindeglieder die Hand zu reden. Vielleicht ist das leichter getan, die Hand zu reden. Oder wenn es nicht erst von das wäre, von einer anderen Gemeinde. Kennen wir das auch? Oder denken wir so, ich weiß, das ist leicht, aber ich will vielleicht nicht viel mit denen zu tun haben. Weil ihr als Kinder Gottes, dann sollte ich hier in diesem Fall keinen Unterschied merken. Dass wir sollen, diese Klarheit soll wir in uns haben. Dat we willen de hand reken en we willen ons einer den anderen Mut spreken. Dit zullen we in onze kerk hebben en dit zullen we uitreken in onze lokale gemeentes, alle ween, dat we zijn Kinder Gottes, we hebben denzelfde Geest en ik zijn eruit die de hand te geven, wo immer dat fehlen wird. Hebben we dat dan? Oder wanneer we juist in onze kerk? Oder wanneer we jemand kennen, dat is van das voor? Hebben we den Menschen halten. Ich habe den Hand regen. Ich habe den Motor sprechen. Aber wir haben uns wel wie bloß einmal seinen Motor sprechen. Und wir sollen das klar haben, wir wollen durch sein für unseren Nächsten. Die Kirche soll unbedingt das Evangelium rüberbringen. Ich glaube, das habe ich auch gehört. Aber in Apostelgeschichte 1,8, da sagt dort, jeder in alle Welt und predigt das Evangelium. Das sollen wir tun. Die Kirche soll so sein als ein Lichtturm. Een lichtturm. Je weet in een lichtturm waar een water is. En dat dachten ze weten op. En dat lichtturm is te zijn als dat schap dat weet wo hand te voeren. Omdat het niet wordt wo aan de kanten aan voeren. In Matthäus kapitel 4 vers 14. Dat zegt, je zijn tot licht voor deze wereld. Dat is allmählich eine Stadt te versterken die op den Boy ligt. So wat meint dat licht? Waar zal wie dat licht zijn? Ich kann vielleicht verschiedene Gedanken haben, wo ich ein Licht sein. Er meint, ein Licht sein. Wir sollen der Sicherheit wiesen. Wir sollen jemand sein. Wir sollen, wie es Kinder Gottes, wir sollen klar merken, dass ich da Sicherheit rüt. Dass wenn du warst in diese Sicherheit ankommst, dass du warst Jesus begegnen. Und das war ich rütdachen da. Diese Sicherheit ist in Jesus Christus zu finden. Und diese Sicherheit, die kann dir raten, dass du in Jesus Christus sicher bist. Wir dachten dort rüt,
dass jemand wird es sein, dass ich kann sicheren Platz kommen. So ich dachte, Licht. Diese Sicherheit, das meint, dass ich eine Person bin, die du Frieden hast. Das meint, dass ich habe Licht, dass ich lebe in dieser Sicherheit, in dieser Radung, dass ich die Klarheit habe. Und ich dachte, das rührt. Wenn jemand würde sagen, ich weiß nicht, dass ich gerade sein, ich meine, wo würde das Licht dachen? Und das Licht kann eins Licht dachen, dass ich Klarheit habe mit dieser Sicherheit. Dass ich ehrlich sein, das meint honest sein, dass ich aufrichtig sein, das meint nicht, dass ich fehlerlos sein. Aber ich dachte, dass in dieser Welt rührt, dass ich ehrlich sein. Das meint, wenn ich Fehler habe, ich weiß die dort. Ich bin aufrichtig, ich leide nicht um, ich habe schwache Seiten. Ich bin auch nicht da, wo ich soll sein, aber ich bin aufrichtig und verliere dort nicht. Ich bin nicht ein Doppelgesichter, ich hechel nicht. Ich bin, wer ich bin. Und wenn wir das wollen, rüdachen, dass jemand dort kann sein, dass du hast Fehler, aber du bist aufrichtig mit dir, dann wird der Mensch Mut geben, nur dazu kommen, wenn wir honest sind, dass wir ehrlich sind, dass wir dort nicht verlieren, dass wir in Wahrheit leben. Das wird jemand Mut geben. Man einer muss sagen, dass einer hat hier und durch schwache Seiten. Jemand hat gesagt, wirklich? Die hast du nach schwache Seiten? Wirklich? Die hast du nach diese Fehler? Ja, sure. Ich sage, ein Mensch. Aber ich sage, das ist bloß, wer ich sein, ich will bloß aufrichtig sein. Und das gibt der Mensch Mut. Wenn das ist, ich meine, ich will mir keinen geben. Ich meine, das gibt mir Mut. Ich dachte, es muss perfekt sein. No. Perfekt in Jesus Christus, aber in uns selbst, weil wir ehrlich sind und aufrichtig sind, wer wir sind. Das Licht rüdachen, das ist, dass wir wollen Vertrauen rüdachen. Dass du kannst Vertrauen an mich. Da was ich gesagt habe, dass ich getan habe, du kannst Vertrauen fühlen. Und das nächste ist, dass wir eine Reinheit rüdachen, dass wir das Wesen, dass wir sind gereinigt durch Jesus Christus. Dass wir nicht gereinigt sind durch mich selbst, aber dass ich das Wesen kann, dass der Herr auf mich gereinigt durch sein Blut, aber nicht durch mich selbst. Das ist, was er gebrochen hat, was wir rüdachen hätten. Jeder kennt Gottes. Der dachte, soll das rüdachen. Die Kirche soll der Welt den Geschmack Gottes bringen. Wenn wir hier kurz gucken, dann ist das falsch hier so ein Buba. Es redet hier so von den Geschmack bringen. Die sind dort Salz auf ihr. Wann aber das Salz den Geschmack verlässt, wer kann dann dort wahre salzig merken? Dort ist dann zu nichts zu brücken. Die können dort bloß noch Utschaden und von den Menschen verklingen lassen. So das Salz hat einen Geschmack. Und ich und du sollen das Geschmack rüberbringen zu dieser Welt. Und weißt du, was das Geschmack ist? Nummer 1 ist, das Geschmack ist Leben, soll wir rüberbringen. Wir sollen die Welt das wissen, dass wir einen Geschmack kriegen, was Leben ist. Dass wir sollen jemand leben, wenn der das nicht verdient hat. Dass wir sollen den Geschmack leben, den Geschmack von Leben rüberbringen, wenn jemand mir nicht gleichen wird. Wenn jemand was hat über mich. Dass wir können beweisen, dass ich gut, der extra Mehl für die, dass ich hatte Leben für die. Das ist eine bedingungslose Leben. Und diese Leben, was wir rüberbringen, der ist ein Schutz. Dass ich Leute sind besorgt sein, um die zu beschützen, in der Stadt, die weiter tun. Diese Leute soll jeder Kind Gottes rüberbringen. Wir sind nicht schuldig. Das ist aus Gemeinde so wieder tun. Wir sollen den Geschmack von Vergebung rüberbringen. Was vergeben ist. Da wird den Geschmack von Vergeben. Jemand dort sein wird und hören wird, dort wo dort meinen wird, vergift zu sein. Von allen Sinnen. Und wo dort meinen wird, den Nächsten zu vergeben. Dat geeft den anderen Mut, nur zu kommen. Dort das Geschmack auch will haben. Aber es sind so viele Kirchen von der. Es sind so viele Menschen von der, die ran von einer Kirche nur die andere Kirche, wenn die sind besser. Die sind so verbessert, die sehen Fried von Kirche zu Kirche. Und es steht dort mal klar merken down und wirklich mal Fried sehen down und Buße down über ihre Bitterkeit. Dann sehen die dort 6 Uhr.
Und ich kann den Geschmack nie nicht rüberbringen. Ich sage, wer nur eine andere Kirche formt, Gott sehen du, wenn du kommst besser down und was und Gott sehen du. Aber wer du von einer Kirche nur eine andere Kirche gehen dat, am Frieden segnen, wo du nicht vergeben dat, der Mensch ist nicht fähig, den Geschmack von Vergebung rüberzubringen. Alles, was der Mensch rüberbringt, dat, ist bettert, zoet, was er rüberbringt, dat. Aber ich kann du, wenn wir das Salz rüberbringen, dann, wenn wir aufrichtig sind, dann bringen wir den Geschmack von Vergebung rüber. Wir wollen uns feststellen, dass wir Rechte in die Hand, den Geschmack rüberbringen. Nicht so? Und dann auch Genut rüberbringen. Das während, ich habe rüberbringen, den Geschmack von Genut. Genut ist, was wir uns nicht verdient haben. Dass wir jemandem was geben, was sie nicht verdient haben. Das will ich geben, die das in Geschenk. Ich habe rüberbringen. Das nächste ist Barmherzigkeit rüberbringen. Dass wir ein Hort haben für den Nächsten. Das ist, Jesus ging, und er ging verlängert da an alle Wegen, und er sagte den Menschen, du bist haltlos. Und was da? Er wird barmherzig gelernt. Am Jammer hat immer erwähnt, und er heult, er predigt das Wort Gottes durch. Er weiß seine Barmherzigkeit zu den Menschen durch. Und das, was er zu mir und die gewesen hat. Und diese Barmherzigkeit, diesen Geschmack kann ich in die auch rüberbringen. Nu hebben we ons van de vrouwen. Dan hebben we dat uitgehen en brengen we diesen Geschmack uit. Wer soll das alle? Unsere Gemeinde, wo wir thuis sind. Jeder Kind Gottes, der auf Neuen geboren ist, soll das uitdragen. Eine Frau. Wir bekennen uns als Kinder Gottes. Warum nicht in Einigkeit in Gottes Reich arbeiten, wenn auch in verschiedenen lokalen Gemeinden? Das ist eine Frau. Weil wir uns selbst fragen. Wir bekennen uns als Kinder Gottes. Warum können wir da nicht in Einigkeit, ich sage nicht, alles nur hier so, wie kann ich alle an eine Kirche nennen? Einzige Mensch war von das reden, der dann kurz Angst, der glaubt, einer will alles da einmerken und was immer. No, wir können gar nicht alle an eine Kirche nennen. Es ist fein, dass die verschiedenen lokale Kirchen gehen, wir haben es verschieden. Bis die Frau ist, warum können wir nicht in Einigkeit in Gott sein Recht schaffen, wenn auf verschiedenen lokalen Gemeinden? Habe ich ihn das auch mal gefragt? Ich habe mir die Frau wirklich mal gefragt. Die Menschen, die schenken uns von verschiedenen Kirchen Menschen im Hilfscenter, im Zentrum. Wir haben sie hier in Hand, die Kirchen, die beten von rundum, dass die Menschen sollen geholfen werden. Hier im Licht, im Leben wurde geschenkt. Wer weiß, diese eine Kirche auf einen geschickt, diese andere Kirche auf einen geschickt, die beten, dass die was hauptkriegen, die beten, dass die was hauptkriegen, bloß diese Bett, die kann sich nicht sein. Und diese hat wem geschickt, und diese schicken wem, und dann alle haben gerne sollen halb haben, bloß das Problem ist, hier so kann wir nicht taub beten vielleicht. Einmal wie gedacht, was das schaffen wird. Für mich ist das nochmal das. Das ist ein bisschen, wir sind eine Therapie. Und die Menschen, die krank sind, werden eine Therapie geschickt. In der lokalen Gemeinde sind die Hospitals. Wo die sollen nicht genommen werden, wenn nicht von der Therapie rausgenommen werden, sollen die drei ein Hospital nennen. Bis die Hospitals, die sind sich in Einigkeit. Die erkennen alle Doktoren zu sein, die Nursen zu sein, wir wollen alle nach Hause sein. Das Ding ist, du bleibst du und ich bleib hier. Und die schicken die vielmals werden alle nur eine Therapie geschickt. Was verhindert Einigkeit? Eines Stalt. Vielleicht habe ich das gehört. Aber ich sage von der Gemeinde ist Stalt. Stalt, dass wir das Bett besser können. Und Stalt, dass wir das Bett wieder drei holen sind. Und Stalt, dass wir das Bett anders sind. Ich sage, in vielen Gemeinden ist ein Stalt von der. So, wir haben einmal so Stalt mit uns, dass wir glauben, wir haben es nicht alle vor sich. Aber das wird Uneinigkeit bringen. Wenn es dann fangen wir an zu pochen und wir pochen mit dort Bett mehr, was wir haben, mit dort Bett anders, was wir haben, so wie Stalt. Was verhindert noch? Gewohnheiten und Tradition, können wir sagen. Verhindert.
Einigkeit. Die Tradition, wo wir in sind abgewachsen. Wir kommen alle von den verschiedenen Traditionen, die Gewohnheit. Und dort ist eine Gewohnheit, als wo Nähe vor, dort wo Nähe schäpert von vielen Jahren. Und dort sagt du, sei Band, dort ist eine Tradition. Tradition, Gewohnheit ist nicht mit euch. Aber das Ding ist, wo du das Problem ist, wenn dort ihr stärker wird, dass wir dort hängen und uns wirklich an die Wahrheit, dann ist dort ein Problem. Das ist für uns, was ein Hindernis ist. Wenn der Mensch der voll sich schuldig, wenn die Tradition, die Gewohnheit geändert soll, und das würde sich entschuldigt wird. Das wird für einen Streit in die Kirchen sein. Das wird für einen dort abholen, dass wir nicht kein Dinge tun. Weil wir sind nicht so gewarnt, als die dort gewarnt sind. Das ist ein Problem. Nebensachen ist ein Problem, wo wir bald wieder von reden. Und neidisch sein, dass ich dort nicht habe, was ich gerne habe. Das ist ein Feuerding, wo ich sein darf, wird in verschiedenen Kirchen, was wir nicht können, top schaffen. Stalt, Gewohnheiten, Nebensachen und neidisch sein, aufjenstig sein. Wir kijken wat Nebensachen zijn en wat Wahrheit ist. Hier kan je zeggen, dit is een doos. Dit is een Wahrheitsdoos. Diese Wahrheit hat einen Grund. Und der Grund ist Jesus Christus. Ich kann dort von dort hängen sein, ich kann das nicht raten und nicht mehr. Ich weiß nicht, warum nicht. Sei jemand einfach verstehen, dass das Wahrheit ist, dass Gott die Welt gemerkt hat, du stehst wir alle mit an, eh? Okay? Sei wir alle mit verstehen, dass Adam einfach gesinnig haben. Wir sind auch alle Leute mit verstehen, dass wir alle in Sinn geboren sind. Ich glaube, wir sind auch alle mit verstehen, dass Jesus die Wahrheit, die Wahrheit und das Leben ist. Sei wir alle mit verstehen, vom Nien geboren worden, dass wir das machen. Wir sind auch alle mit verstehen, dass das Wahrheit ist. Wir sollen auch mal hören, am Denken, was Jesus von uns zu tun hat. Wahrheit ist auch, dass wir sollen Gott loben mit Gesang. Sei wir alle mit verstehen. Gott anbeten. Zusammenkunft als Kinder Gottes, in der Kirche führen. Und das ist auch Wahrheit, dass wir sich befreien dann. Mit das streiten wir uns gleich. Mit das sind wir uns gleich uneinig. Wo eine Kirche ist sich mit das uneinig. Wir sind alle eint. Sag mir, hier so hastig, Ramang ans mit den Nieten, wurde eine Kirche erst, denn ich würde mit mir in die von der sterben, dort das Wahrheit ist. Wir würden sagen, das Wahrheit, plötzlich, mit die Top, du glaubst das? Sure, das glaub ich. Mit die Top habe ich kein Problem, mit die Top Gott anbeten. Kein Trouble. Was wir haben? Ich glaube, wir sind hier so all, mit verschiedenen Kirchen. Und als hier irgendwer gehen, dass das Unwahrheit ist, ich glaube, wir würden alle sagen, das ist Wahrheit. Sondern würden wir sagen, okay, das ist mein Gott, und ich stehe da und ich habe denselben Erlöser, was du hast. Hier haben wir das Nebensachen. Wir haben sein, wo das Problem für uns kommt. Das haben wir gehen immer. Wie hat Gott es geschafft? Was hat er die Welt gemerkt? Das wollen sie sich mit streiten. Eins sagt rund, eins sagt Plot, und eins sagt so. Das sind Nebensachen, die gemerkt haben. Was von der Frucht Adam und Eva gegessen haben, ich weiß das nicht, was von der Frucht aus Apfel, Peach, Plum, ich weiß nicht, was von der Frucht. Aber der hat gesündigt, der hat eine Frucht gegessen. Das ist eine Nebensache. Wir haben alle gesündigt, aber die Nebensache ist, wie viele Sorten von Sinn, was von der Sinn kriegt. Das ist eine Nebensache. Ja, wir sagen, Jesus hast die Wahrheit in der Wahrheit, aber die Nebensache ist, wer begleitet dich zu deinem Weg? Wer begleitet uns durch Hand? Wer hält uns zu Schack, dass wir durch Hand fingen? Wer dacht, dort Licht auf uns nach? Das ist eine Nebensache, wer das tut. Da denke ich erst, habe ich Jesus gefangen? Habe ich uns begegnet mit ihm? Wir sollen alle von Nien geboren sein, aber wo Gott die Wiedergeburt in uns wirkt, das ist eine Nebensache.
Dat is wo viele Menschen einen Kampf mit haben, das muss so und so passiert sein, das dürfen passiert sein, den Glockentipp muss passiert sein, so was nicht alles hast. Hey, wenn dort Licht und Abschieden dat und die Familie geboren ist, wo das passiert ist, ich meine, das denkt erst bloß, hast du von der klar, dass die Familie geboren bist, ich meine, das ist Wahrheit. Wo das passiert ist, das ist eine Nebensache. Ja, wir sollen Aufenthalt haben, wird alle mit einverstanden, aber was von Getränk und was von Brot, das ist eine Nebensache. Wir sagen Gott loben mit dem Gesang, das Wahrheit, aus langem Gesang, Glaubenslieder, auswendig, was immer. Nebensache. Gott anbeten. Was von der Wirt wir braten down, oder aus wie stehen, aus wie knien, aus wie satten down. Wir sollen in die Kirche fahren, das verändert wir down, aber wo ist die Kirche, was von der steht, was von Madel, was von der Kleider. Das ist eine Nebensache. Nummer 10, wir sollen befreien, ein paar sollen sich befreien, aber das denke ich erst, die Nebensache ist, was von den Kleidern, was von Klattentiet, und wo so, das soll passieren, das ist eine Nebensache. So, nun haben wir hier eine Dose Nebensachen, und das ist nicht mehr arg. Die Nebensachen hast du ewig nicht mehr arg. Das Problem, weißt du, was das Problem hier so bloß ist? Wenn wir aus Kirchen nicht haben, Taub schaffen, ich will nicht das. Wo ist die Nebensache, das nicht? Und wo ist die Wahrheit, das nicht? Das wird vertuscht. Dann auf einmal hast du dann die Wahrheit, die Nebensachen. Wenn es die Kinder erst nicht die Wahrheit gelehrt, wenn es in die Hosea Kapitel 4, Vers 6 sein, dort sind nicht belehrt geworden und du wen erst die Tönnisch gegangen. Und das, wo viele Menschen, wenn es die Wahrheit hängen lassen, als von dem Wort Gottes, sind die Menschen die Nebensachen auf einmal weg geworden. Und die wollen nicht anders aus, diese Nebensachen sind Wahrheit. Und das, wo die Menschen in Rall sein. Und das ist, wo uns dort einen Kampf geben, wenn wir nicht können, mit das, wem Dinge taub tun und es soll gejacht tragen, willst, was willst, du kämpfst mit, willst die singen beten anders, die haben beten andere Kleider, die beten anders, willst die haben das Aufmal anders, willst die haben verschiedene Dinge. Was denken wir? Was do wir in unseren Kirchen predigen? Was do wir, hier sind viele Prediger, ich möchte Ihnen sich fragen, was do wir in unseren Kirchen predigen? Do wir Wahrheit predigen oder do wir Nebensachen predigen? Wenn die Bibel sagt, die Wahrheit wird mich frei machen. Nicht Nebensachen wollen uns sich frei machen. Und wir wollen von der Wahrheit aufkommen, dass wir dort vertuschen tun, dass Nebensachen der Grund ist für das Evangelium. Dann je wie wenig am Raum und diese kommt, und dann soll wir das festhalten. Wenn für das habe ich so viele Jahre geschafft. Ich habe so viele Jahre gepredigt, dass so ein Kleid ist, die anhaben. Ich habe so viele Jahre gepredigt, dass so ein Brot soll sein. Ich habe vielleicht so viele Jahre gesagt, so und so soll es sein. Und das ist, wo die Stolz dann kommt, dass ich von dir immer mal sagen, hey, weißt du was, ich sage euch was. Das ist, wo ein Stolz ist, sagen, hey, hier werde ich nicht reich. Ich habe angefangen, Nebensachen zu Grund zu merken, was du nicht sind. Das ist, was das Licht darf merken. Nu waren wir zurückgehen und checken, was merkt das Licht darf? Was merkt das, dass wir nicht mehr das Geschmack rüberbringen dürfen, dass jemand kann das Geschmack kriegen auf das Licht. Dort ist, willst wie versägen dort mit Nebensachen rüberbringen. Und dort ist, wo es Schwierigkeiten geben wird. Wenn wir kijken dan trainen dit, en wenn wir wollen uns an die Wahrheit houden, dat verstoot mir auch. Ich glaube, das ist fijn dass du in der Gebiet sind, wenn wir haben nicht alle Räume in ein Gebiet, aber wenn wir uns wollen an die Wahrheit houden, ich habe nicht ein Problem mit den Top Dingen ein Projekt zu tun. Ich habe nicht ein Problem mit die Top Wut zu schaffen. Ich keine Wacht nicht. Aber das meint auch gar nicht, dass ich dort nicht kriegst du da aus du. Ich kann mir bleiben und du kannst du bleiben. Bleib du bei deinen Nebensachen, wenn du weißt, ich kann bei mir. Aber du musst das klar haben, dass die Wahrheit ist, was wir rüberbringen sollen. Die Wahrheit, was den Menschen frei macht. Aber ich glaube, deswegen wird vielmals in der Gemeinde kämpfen da jetzt, strugglen dort. Willst wir reden in Nebensachen, ganz Sachen. Ja. Bloß das ein Denken mehr. Wofür Kirchen da nicht spielen
En wofür wordt nicht Kirchen verloten von einer in der Kirche? Als dat wegen de Wahrheit oder als dat wegen Nebensachen? Deswegen wird viele Menschen never abwursten, never Grund in ihre Feit kriegen, wegen die Hand Nebensachen da. Deswegen wird vielleicht never Klarheit in ihr Hart kriegen, deswegen wird never Heilung kriegen, never frei werden in ihr Leben, wegen was willst, der hat diesen Grund gleich in ihre Feit, der hat den Grund noch von Nebensachen. Weißt du, Lied, wenn wir wollen den Grund haben von der Wahrheit in uns, weißt du, wo wir uns wollen drauf merken? Mit den verlorenen Menschen, die in Twein gehört haben. Mit den Menschen, die schrien da, oh Gott. Mit den Menschen, die segnen da, die zwei sein ehren. Da wollen wir uns drauf merken mit euch. Aber wenn wir wollen bloß uns drauf merken mit Nebensachen, dort, wo wir uns wollen jachten. Weißt du, ich habe 3 Wochen in Fila, und manchmal in Fila, wenn uns Martin Mersin, und du sagst, seguro, ein langer Fehler, und die Menschen haben dir nichts getan, als bloß ein Fehler lernen. Und dann dreht da einer fair, und dann hocken die da und jachten sich. Mensen striden sich, in reden, in plüderen, haben da ein Geschenk fair. Weißt du, warum das passieren wird? Weil die Stunde allem Fehler und haben das nicht zu tun, als bloß kicken, wer was verdrehen, und wer ein Fehler gemerkt, und dann jaft das eine ganze Diskutierung und Plüderie. Und das war das von der ersten Tag auch, mir ist so, in der Kirche passieren das. Wir haben das nicht getan, dass uns das Schwarmerken mit Nebensachen. Und hier fördert der bei uns Stoffwehr in Süden, in Drugs, und das und dort und ja. Und den haben wir uns nicht gekämmert. Ich denke erst, ich will schon merken, dass wir würden diese clear Hierarchie kriegen. Dann einmal geht mir so, please, help me mit diesem Mensch. Wenn das Mensch im Zentrum reinkommt, wenn das Mensch im Hilfscenter reinkommt, please, nehmt den an, help den doch zu check. Aber ich denke erst, die einzige Kirche, was man kommt, dass du was stolz warst gehen. Und erst danach Busse tun. Wir sind so besorgt. Wir haben uns so viele Nebensachen geschafft, dass das habe so voll. Ich bin so beläuft, was ich da habe. Ich bin so bedeutet, was ich dort habe. Dort will ich nicht loslassen. Ein Lied. Ich wünsche, wir können Klarheit finden. Dass yes, Ordnung machen zu sein, dort kann ich alle verstehen. Aber weißt du was? Das Licht, das fängt an zu gehen. Das Geschmack, das wird verloren. Wir merken uns mit Selbstvertrag. Das wird Satan mal an. Ich wünsche von dir, dass wir können sein, dass wir an Wahrheit predigen. Und dass wir können respektieren, wenn jene Gemeinde mit anders hat, dann darf das noch mit anders, okay? Vielleicht sind die Dinge die Gleichheit nicht, okay? Wenn du die nicht gleichen lässt, dann war wir ab hier mit dir über diskutieren und über plüden, wenn du nicht gleichen lässt. Dann vor der Hand, wo du das gleichen lässt, wo du kannst Gott tun, geht mir dann so, und dann gummel ohne Arbeit, und dann muss ich halten, Haupt den Molen steht, Jahr für Jahr, Werk für Werk, Diskutierung über die Nebensachen. So geht mir das dann. Ich weiß nicht, wo ich das geht. Aber kann man uns feststellen, wenn wir alle würden schön merken, dass mir der Grund sehr wichtig. Würde viel mehr Zeit haben zum Unterdenken. Viel mehr Geld überblieben. Viel mehr Freude haben, Energie haben und so weiter. Das ist was wir wollen, nicht so. Wir wollen Wahrheit predigen. Na, weil wir unsere Kirchen sehnen. Wir wollen nicht bis kicken ab Erde nehmen, sagen, aber wir wollen Kirchen anfangen zu sehen. Wir wollen sagen, mach Gott ihn sehen in jener Arbeit. Sure. Und wo wir anfangen, vorwärts zu kommen. Machen wir Abstunden beten. Vater im Himmel, ich danke dir von dir. Ich danke dir, Herr, dass du ein Herr bist, wo wir können gehen. Und ich danke dir, Herr, dass du uns geraten hast. Herr, ich danke dir, dass jemand hat das Licht gebracht, das Geschmack gebracht. Aber Herr, mein Gebet von dir ist, dass wir wollen checken, wo stehst du? Wo sind wir näherreden? Sind wir nach dort, wo wir sollen, in die Gemeinde? Sind unsere Prioritäten, die zu loben und zu preisen, für was du getan hast für uns? Herr, help uns, dass wir uns wollen prüfen, als wir auf einmal haben Nebensachen für Wahrheit vertuscht und dass wir uns das dumm drauf merken. Herr Jesus, ich stehe da tot, wir sind so schwach. Und wir hängen so leicht an so einen Dingen, wo wir selbst glauben, uns täglich merken, was uns so wichtig sind.
wo wir die vergeten dann. Herr Jesus, das ist eine große Arbeit, wir sein da. Und du hast dir doch gesagt, wir sollen gehen. O Herr, mocht du uns Wesen helfen, mocht wir können uns verdemütigen für die, dass wir wollen die Wahrheit predigen. Und Herr, wir sind dus an viele lokale Gemeinden um uns, wo ich so dankbar für bin. O Herr, und ich bete von dir ein Segen auf jede Gemeinde, was hier rum ist. Dass du kann ein Segen sein, dass sie können vorwärts gehen, dass das Licht kann rüttachen, dass der Geschmack kann durch rüttgehen. Und Herr, mocht wir zu Schach halten, mocht wir taub Dinge tun, wenn es fehlen, der taub an ein Joch tragen. Herr, ich danke dir dafür, was du getan hast für uns. In deinem Namen beten wir das. Amen.